Alrighty sind Leute und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Shakes and Fidget mit Basti und wir sind jetzt auf EU7 unterwegs, denn wir haben jetzt ja schon das Wochenend-Event, also Tiny Toilet Time, Schmied-Event, Epic Shopping Spree Extravaganza und Epic Good Luck Extravaganza. Also Epic ein bisschen für Free-to-Play-Spieler, aber vor allen Dingen auch für Pay-to-Win-Spieler. Gefüllt mit dem Mana-Event ist natürlich klar, soll jetzt nochmal ein bisschen dazu führen, dass die Leute vielleicht nochmal im Level pushen, denn demnächst kommt ja auch der neue legendäre Dungeon. Also die ein bisschen mehr Pay-to-Win spielen wollen, ne? Die gehen jetzt ins Epic-Event und spielen dann den legendären Dungeon mit einem höheren Level, kriegen bessere Items, können dann vielleicht noch weiter pushen. Und die es ein bisschen billiger oder effektiver angehen wollen, die machen jetzt nicht so viel hier im Epic-Event, sondern spielen halt einfach den legendären Dungeon und gucken, was dann geht. Also alles ist möglich, ihr könnt es auch Free-to-Play spielen. Gönnt euch das, wenn ihr wollt. Ich habe mich jetzt hier schon mal ein bisschen ausgerüstet. Noch nicht komplett, will ich auch gar nicht. Aber ich habe mir gedacht, okay, vielleicht geht was. Habe ein paar Dungeons gelegt und habe mir gedacht, okay, schauen wir noch mal rein, wie es denn überhaupt irgendwie aussieht. Und ja, das ist im Moment die Übersicht. Also Tower mache ich nicht mehr auf dem Server, denn ich werde den Server nach diesem Event ja auch nicht mehr aktiv spielen. Ich werde vielleicht noch mal die Gilde wechseln, vielleicht auch noch mal ein bisschen meine Alle und so machen. Aber das ist jetzt so ein bisschen der letzte Push auf diesem Server und ja, das sieht aber trotzdem noch ganz lecker schmackofatz aus. Und tendenziell gibt es noch die Chance auf eine neue Players to Watch Folge, die ich definitiv aufnehmen werde, aber das wird dann wahrscheinlich auch die letzte sein, zum einen aufgrund der Menge der Teilnehmer, zum anderen auch, weil ich vielleicht nochmal auf ältere Server gucken will, die ich früher beleuchtet habe und tendenziell mir das vielleicht auch wieder für EU9 vornehme, also trotzdem. Die Leute, die jetzt hier noch dabei sind, gut abschneiden wollen, ne? Ihr könnt es jetzt nochmal wuppen. Ja, es geht definitiv in der Schattenwelt was. Da sind die Dungeons auf einer hohen Wahrscheinlichkeit offen und die geben mittlerweile ja auch ganz lecker XP. Also über 200 Millionen, 2 Dungeons zu clearen, sind dann halt auch schon wieder genügend XP für ein Level-Up. Klar, ich will jetzt hier über Level 300 nochmal kommen. Die Gilde muss ja noch den 50. Raid packen. Ich will das irgendwie ein bisschen unterstützen. Ist halt natürlich schade, dass der Natu, der damals natürlich bei Tactical Bunnies war, zum Elevator geswappt ist, jetzt tendenziell in der besseren Gilde bleibt. Man kann es verstehen. Aber ich glaube, wenn er dabei gewesen wäre, dann wären diese 50 Raids jetzt für die Tactical Bunnies zumindest schon mal erledigt. Trotzdem gehen liebe Grüße natürlich an Natu, ist jetzt kein Vorwurf. Vielleicht schaffe ich es ja noch, das irgendwie ein bisschen zu supporten durch einen kleinen Upgrade, den ich jetzt fahre, ja. Ich muss bloß gucken, dass ich das Richtige mache. Wir haben jetzt natürlich kein Festungsevent, das heißt, ich weiß jetzt nicht, ob ich neue Steine finden werde. Klar, höheres Level, es macht dann Sinn. Okay. Aber der ist trotzdem schwächer, weil es halt kein großer Stein ist. Und ja, so muss man da jetzt ein bisschen haushalten. Aber das kriegen wir eigentlich mal ganz gut hin. Ich habe jetzt natürlich hier eine neue Waffe bekommen. Also die ist natürlich auch ganz lecker. Die werde ich dann tatsächlich nochmal nehmen. Ich habe ja ein paar Pilze hier auf dem Server noch rumliegen. Die müssen ja auch verbraucht werden, wenn ich jetzt den Server dann dementsprechend bald quitte. Und ja, oh. So, gehen wir da einfach mal rein. Das ist jetzt nicht mega effizient. Ja, Leute, also so Low- bis Mid-Budget-Spieler, die müssen das jetzt nicht so machen. Also die hätten den Wechsel jetzt nicht farmen müssen. Beachtet es bitte, aber wenn ihr wollt, könnt ihr das natürlich dementsprechend auch so fahren. Ja. Und das ist jetzt ja erstmal nur der Schattenbereich und ja, die gehen halt instant 299, der auch instant, also hier ist einiges drin und ich muss auch mal gucken für die Begleiter, ob sich das lohnt jetzt hier. Oh. Ah, nee, ich tausche ungern für Frakturen. Klar, ich hätte jetzt natürlich die Items nutzen können für den Schmied, definitiv. Das sollte ich nicht vergessen. Kann man da reinwuppen. 83 ist jetzt hier kein Upgrade. Hier jetzt zwingenderweise auch nicht. Ach, guck mal, ja, zack, reingeömmelt das Ganze. Und das wäre ein Upgrade, tatsächlich. Ja, fahre ich mal und tausche gleich wieder die Rune. Und so geht das jetzt eigentlich die ganze Zeit, würde ich mal meinen. Und dann schauen wir mal, wo wir so ein bisschen rauskommen. Wie aus einem Escape Room quasi, aber mit einem höheren Level. Weniger Frustration nach Möglichkeit. Nur werde ich jetzt wahrscheinlich gleich irgendwo einen Skip
blenden. Ja, die 300 haben wir jetzt auf jeden Fall geschafft, alleine durch die Schatten-Dungeons. Also da ist noch ein bisschen Spielraum, da ist noch ein bisschen Gelegenheit, aber so krasse Dungeons will ich jetzt mal machen. So jetzt wie End-Dungeons, genau. Mother of the Dragon. Erstmal schnell Goodbye gesagt, Dragon Adept mitgenommen. Das Update brauche ich nicht. Achso, habe ich jetzt schon was in die Toilette? Ja, habe ich schon geworfen. Das geht einfach mal rein hier. Und da hier nicht, hier auch nicht. Smolder, der könnte fallen, obwohl ich habe gar nicht geguckt. Habe ich das Fenster noch offen? Smolder? Nein, der ging noch, also der ging zum damaligen Zeitpunkt gar nicht. Pink Pokey, der hatte eine Chance, oh doch, der eine 15%ige Wahrscheinlichkeit, die ist jetzt nochmal gestiegen. Der gibt halt auch lustigerweise eine Epic. Also der müsste jetzt bei 20% eigentlich liegen und das bedeutet 5. Try, aber es waren ein paar mehr. Kann man nicht immer eintakten. Und das bedeutet eigentlich, dass der auch noch fallen kann, jawohl. Und der auch, ja, sind ja eh keine Magier. Der ist ein bisschen härter hier, definitiv. Aber auch der ging noch. Aber die geben nicht viele XP. Ja, also hier braucht man 5 Dungeons, um Level Up zu machen. Das ist halt immer so ein bisschen ärgerlich bei diesen älteren, dann auch bei den neueren Dungeons teilweise. Jinger Slowdown, der müsste auf jeden Fall eine Chance haben. Ja, der hat eine riesengute Chance. Der geht der nächste dann auch noch gleich. Haben wir auch nochmal Handschuhe bekommen. 390, ja, das ist, kann man sich überlegen, aber man kann es auch lassen. Wie gesagt, das ist jetzt, also so krass muss ich das Geld jetzt auch nicht ausgeben dafür. Das können wir mal sellen und der nächste Queen Mother sollte auch gehen. Weil der auch nicht so easy peasy ist, aber es ist halt ein Geschick basierter Dungeon und die liegen uns 817 mit 1200 Durchschnittsschaden, das ist, oder recht raus Damage, das ist eine sehr gute Waffe. Sehr guter Durchschnittsschaden, eigentlich fast eine Waffe auch für mich schon wieder gewesen, aber halt 5 Attribute, die ich da jetzt, wenn ich es einmal habe, plus die 18%, die ich ja eh habe, können wir jetzt nochmal, hier, der hat auch schon 18%, der hat 15%, können wir dem mal die 18% geben. Cold Damage, ja, ich achte jetzt nicht auf den Elementarschaden an sich, einfach nur auf die Prozente, das reicht in der Regel und da gehen wir nochmal rein, da müssen wir aber auch gleich wieder verzaubern, ne? Nicht vergessen, wahrscheinlich habe ich hier eine Waffe, doch, ich habe alle verzaubert, sehr geil. Ja, der könnte auch gehen, also wenn Queen Mother geht, geht der in der Regel auch. So, perfekt. Nochmal was gepusht und der ist jetzt schon ein bisschen härter, ja, ich denke vielleicht mit der Klasse, mit einem richtig Lucky Try könnte es klappen. Aber auf dem spekuliere ich jetzt nicht. Wir haben noch ein paar andere gute Dungeons, zum Beispiel den hier, der gibt 300 Millionen XP. Das schmeckt. Das schmeckt. Und das ist ein Krieger, der geht auch sehr gut. Das schmeckt noch viel mehr. Die Epics sind mitgenommen, appreciated. Und ich denke mal, dass ich den Stein jetzt rauswerfen kann. Das sind jetzt doch noch mal ein paar Level gewesen. Der könnte auch noch gehen. Vielleicht. Außer einen mega guten Try. Hier habe ich fast die Tendenz, es mal zu versuchen. 10 Millionen Leben habe ich da gesehen. Fällt, Alter, fällt. Schauen wir mal. Wir können ja skippen. 1, 2, 3. Okay, 3-mal revived nur, also da wäre sogar noch ein 4. Mal drin gewesen. Ja, das ist auch nochmal ein Krieger. Und der funktioniert genauso. Also, ja, also die Wily Witch ist dann eher so das Ding. Ja, hier macht man halt allein mit diesem Dungeon, macht man 3-4 Level jetzt im Midgame, sage ich mal. Das ist ja jetzt so eigentlich Early Midgame, was man hier spielt. Und es ist echt fett. Also diese Tavern of the Dark Doppelgängers, diese Floors sind richtig dick. Ja, ist richtig nice. So, und dann habe ich vielleicht noch... Ne, habe ich nicht. Den Jan habe ich schon fertig. Da... Ja, es könnte noch was gehen. Ich glaube, hier oben kann noch was gehen. Aber die geben halt wieder kaum Damage. Damage sage ich schon. Kaum XP. Ja, die Hell bringt eigentlich auch nicht... Ach ja, doch, hier genau, Tesi. Tesi geht auf jeden Fall. Ja, die 13. Etage, das ist jetzt quasi die 13.
Etage reloaded. Aber die kann gehen. Die kann definitiv gehen. Die hatte eine Chance von 5% vor meinem Level Up, vor meiner stärkeren Waffe. Heißt, auch sie ist gegangen. Wollen wir mal gucken, ob die auch 3 Revives benötigt hat. Ein Revive. Es waren auch nur 2 Revives an dieser Stelle. Okay, das wäre ein geiles Upgrade für Kundentunte. Das nehmen wir jetzt nochmal mit hier. Und das Gute ist, dass diese 2% Hitpoints, die sind nicht mehr benötigt. Hier kann ich also den Stein rausnehmen und kann den sogar hier meinem Main Char geben. Der Stein war ganz okay. Wir haben ja eben auch vor allem kein Black Gem Event. Wir haben in der Gilde zwar jetzt mittlerweile 2 Spieler, die Hall of Night 15 haben, aber schwarzen Stein wirklich zu finden und der muss dann auch noch groß sein. Also das ist schon sehr, sehr unwahrscheinlich. 462er große Stein, also da sieht man schon einen Fortschritt. 453 hatte ich zuletzt bekommen. Oh, da kommt sogar ein schwarzer Stein, aber 241, weil es nur ein kleiner ist. Ja, Jemini. Naja, also krass überhaupt einen zwar schwarzen Stein zu finden mit die 4% Wahrscheinlichkeit. Also das ist, ne, beziehungsweise, nee, warte mal. 2% Wahrscheinlichkeit. Das ist schon starkes Stück. Und jetzt würde man die meisten Dungeons natürlich noch machen im Twister. Ja. Und da ist dann halt auch ganz schnell das Inventar voll. Da müsste man in der Festung schon deutlich mehr gemacht haben, um das sehr effizient nutzen zu können. Aber hier sind auch nochmal Level drin dann. Weil man mit so einem Push und einem verstärkten Char dann in der Regel schon nochmal 20, 30 Etagen farmen kann. Ja, eine Etage gibt im Moment 15 Millionen XP und das steigt ja stetig und das macht es dann halt auch so ein bisschen sehr, sehr geil, das Ganze durchzuspielen. Leider ist es nichts für die Hexe, was ich hier bekomme. Da gäbe nochmal extra Gold. Ich gehe jetzt mal auf 307 nur. Also es ist mehr drin als das. Aber da ist die 307 und in der Schattenwelt, wie gesagt, da geht es auch noch weiter. Es war jetzt hier ein Int-Gegner. Aber man könnte die Begleiter noch mal ein bisschen upgraden und selbst hier war es schon sehr, sehr knapp. Also die Upgrades, die wir bekommen haben, die waren schon sehr, sehr hilfreich. Und wir könnten ja, wenn der fällt, dann tatsächlich auch noch mal einen neuen Dungeon Key kriegen. Und da geht es ja erstmal nicht los mit dem Magier. Also auch da könnte man noch mal weiter Glück haben. Hier muss man manchmal ein paar Tries dann reingeben und dann kann man die Level schön mitnehmen, aber ich bin jetzt erstmal auch nicht unzufrieden mit diesem Level, bin ein bisschen stärker geworden, kann jetzt dann noch meine Alu durchziehen und ein bisschen skillen. Ja, Tower hätte ich natürlich auch hochziehen müssen, auch wenigstens 80, 85%, was geht. Wir können jetzt hier nochmal reinschauen, kriegen hier auch nochmal eine Waffe, 832, das ist schon überlegenswert, das ist echt überlegenswert. Die Spanne könnte meiner Meinung nach ein bisschen besser sein, aber das ist 32 mehr Durchschnittsschaden, das geht mehr ins Gewicht. 18% waren sowieso dabei, von daher ist das, also das, ja, ist schon ganz schmackhaft. Und ja, da kriegen wir natürlich auch nochmal viel Gold, das ist der Tower, viel Gold direkt, viel Gold durch die Quests, dann ein Ring, ja, einen Ring kann ich auch gebrauchen. Ist zwar jetzt hier auch nicht schlecht unterwegs mit 387, aber immerhin jetzt ein Weihnachts-Item. Ach ne, Moment, jetzt müssen wir aufpassen. Das ist ja ein, warte mal, was habe ich denn hier alles? Ja, okay, einen Stärkering gegen einen Intelligenzring zu tauschen. Das ist sehr gut. Also da muss ich mal hier reingehen. Brüder der Nachtwache. Hier habe ich also einen ganz, ganz falschen Ring die ganze Zeit schon am Start. Das kann es natürlich nicht sein. Da müssen wir nochmal blättern. Also das erhöht ja im Prinzip noch die Chancen dann wiederum in den Dungeons, wenn man so will. Halleluja, habe ich das nochmal versaubeutelt hier? Nee. Nee, es geht eigentlich nur bei den Items. Das ist halt nur bei bestimmten Items möglich, dass sich das switcht und das ist hier nicht passiert. Weil wann kommt denn jetzt hier ein Ring? Hier kommt ein Ring. Ja, es sieht doch besser aus. Ich muss ihn nicht mal umwandeln, das ist auch ganz nice. Ja, einen größeren
Gem zu finden, würde etwas bringen, nochmal ein paar Boni bringen. Aber ja, den muss man halt erstmal finden. 394, da können wir natürlich, wenn wir jetzt den Intelligenzring haben, nochmal gucken, dass wir den hier einspielen. Das sieht natürlich gut aus. Da können wir gleich den auch mal rüberlegen hier und Gem extracten. Ab dafür. Ja, und da bin ich jetzt erstmal zufrieden. Es könnte sein, dass ihr am Wochenende nochmal Lust habt, noch ein bisschen höher zu gehen im Level, aber ich bin auf jeden Fall zufrieden. Und dann habt ihr auch nochmal ein kleines Upgrade von 9 Char auf EU7 bekommen. Aber wie gesagt, langfristig spiele ich den nicht mehr. Da wird es dazu wahrscheinlich auch nochmal ein allgemeines Infovideo geben. Ja, und trotzdem danke ich euch fürs Zusehen. Wünsche euch schon mal ein schönes Wochenende. Vorab einen schönen zweiten Advent. Kommt noch ein bisschen mehr dann von mir. Haut auf jeden Fall rein. Macht Tschüss und Servus. Euer Basti.